And what I found in that, especially as women, there are societal signals all around us telling us that there is something wrong with some part of us. Michelle Obama hat nach jahrelangen Gerüchten offiziell über ihre Scheidung von Barack Obama gesprochen. Und der verblüffende Grund dafür ist bekannt. Was hat sich tatsächlich unter vier Augen abgespielt? Und warum hat sich Michelle letztendlich entschieden, ehrlich zu sein? Seien Sie dabei, wenn wir die schockierenden Informationen enthüllen, die alle fassungslos gemacht haben. Weißt du, warum Michelle sich hat scheiden lassen? Null. Wenn du glaubst, dass mehr dahinter steckt. Oder 1. Wenn du mit ihrer Entscheidung einverstanden bist. Die Liebesgeschichte von Obama. Was auch immer Michelle und Barack Obama zum Thema Ehe zu sagen hätten, die Menschen wären sicher bereit, zuzuhören und aufmerksam zu sein. Ihr Engagement hat sich in den mehr als 3 Jahrzehnten ihrer Beziehung gezeigt. Sie sind ein Beispiel für eine starke und engagierte Liebe und werden oft als Vorbilder gepriesen, wenn sich ihr Hochzeitstag nähert. Aber auch wenn alle denken, dass sie das perfekte Paar sind, war ihr Weg nicht immer einfach. Wie jeder andere auch, hatten sie im Privaten Schwierigkeiten. Obwohl sie in der Vergangenheit als US-Präsident und First Lady gedient haben, sind sie im Grunde genommen einfach 2 Menschen, die gemeinsam durchs Leben gehen. Ihre Beziehung hatte ihre Höhen und Tiefen und hat überraschenderweise kaum je begonnen. Barack engagierte sich in der Politik und arbeitete als Gemeindeorganisator. Als wir anfingen, miteinander auszugehen, nahm er mich zu einer der Schulungen mit, die er mit einer Gruppe von alleinerziehenden Müttern in der Southside von Chicago durchführte. Die beiden lernten sich 1989 kennen, als sie bei der Chicagoer Anwaltskanzlei Sidley Austin LLP arbeiteten. Barack wurde Michelle, eine praktizierende Anwältin, als seine Mentorin zugeteilt. Obwohl sie beruflich eng verbunden waren, brauchte Michelle einige Zeit, um sich zu verlieben. Einem Bericht des Oprah Magazine aus dem Jahr 2007 zufolge zog Michelle sofort die Aufmerksamkeit des jungen Barack auf sich, der damals 28 Jahre alt war. Er erinnert sich, dass er von Michelles Schönheit und Größe fasziniert war. Trotz seines wachsenden Respekts für ihn zeigte Michelle, die damals 25 war, kein Interesse an ihm. Später gab Barack zu, dass ich um ein Date gebeten hatte. Nein, antwortete sie. Ich fragte wieder und wieder. Er erinnerte sich daran, wie oft sie ihn zurückgewiesen hatte. Michelle hatte nicht die Absicht, mit ihrem Kollegen auszugehen. Sie konzentrierte sich in erster Linie auf ihren Beruf und war sich darüber im Klaren, dass eine Liebesbeziehung bei der Arbeit ihr Fortkommen behindern könnte. In ihrer Biografie Becoming reflektiert sie über diese Zeit und erklärt, aber ich habe ihn nie als jemanden angesehen, mit dem ich ausgehen wollte. Ich war seine Mentorin in der Firma, für den Anfang. Außerdem habe ich mir kürzlich geschworen, nie wieder mit jemandem auszugehen, weil ich zu sehr mit meinem Job beschäftigt war, um darüber nachzudenken. Aber Barack glaubte, dass Michelle etwas Besonderes war. Er war nicht bereit, aufzugeben. Er wusste, dass sie es wert war, eine Chance zu bekommen. Nachdem er die Anwaltskanzlei verlassen hatte, bat er sie erneut um ein Date. Dieses Mal stimmte Michelle zu. Als ihre Romanze voranschritt, war es ähnlich wie beim Ansehen eines Films. Bei ihrer ersten Verabredung aßen sie Eis und küssten sich auf dem Bürgersteig. Einige Jahre später, 1992, tauschten sie ihre Gelübde aus und gaben sich damit das Ja-Wort. Ihre Freude wurde 1998 noch größer, als sie ihre erste Tochter, Malia, bekämen. 3 Jahre später, im Jahr 2001, war ihre Familie mit der Geburt ihrer zweiten Tochter Sasha komplett. Ein wichtiger Wendepunkt in ihrer Geschichte wurde 2008 erreicht, als Barack Obama zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Ihre Familie wurde zu einer der bekanntesten der Welt und war ständig in den Nachrichten. Es ist kaum verwunderlich, dass sie, wie viele andere Paare auch, Probleme hatten, wenn man bedenkt, wie viel Aufmerksamkeit sie bekamen. Die makellosen, auf Hochglanz polierten Bilder, die Millionen von Menschen sahen, spiegelten nicht unbedingt die Kämpfe wider, die hinter den Kulissen stattfanden. Auf der größten Bühne der Welt wurde jeder Augenblick ihrer Liebe für alle sichtbar vergrößert. Umgang mit Ehe und Elternschaft. Michelle Obama, damals 59, sprach in einem Interview mit Gayle King in der Sendung CBS Mornings offen über ihre Ehe. Sie zitierte eine Bemerkung aus dem Jahr 2022, in der sie sagte,
dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Ehe das Interesse an Barack verloren habe. Als sie bei Revolt TV sagte, die Leute denken, dass ich gehässig bin, wenn ich das sage. Ich scheine es nicht 10 Jahre lang mit meinem Mann auszuhalten. Dann sagte sie, können Sie sich vorstellen, wann das passiert ist? Als die Kinder noch klein waren? Michelle teilte ähnliche Gefühle mit King, aber sie stellte klar, dass schwierige Zeiten ein typischer Teil jeder festen Beziehung sind. Ich würde diese Chancen jederzeit wahrnehmen, wenn wir 20 Jahre lang eine tolle Beziehung hatten und ich mich 10 Jahre lang mit ihm gestritten hätte, sagte sie. Ich diskutiere diese Themen, weil die Ehe schwierig ist. Außerdem verlassen viele junge Menschen die Ehe aufgrund von Problemen, die nur einen Teil der Verpflichtung ausmachen. Nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus im Jahr 2017 haben die Obamas ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Obwohl sie nicht mehr in der Regierung sind, haben sie die Gesellschaft auf verschiedene Weise beeinflusst. Sie schreiben Bücher, moderieren Podcasts, drehen Filme, halten Vorträge und setzen ihre humanitäre Arbeit fort. Als ihre Töchter heranwuchsen, widmeten sie sich weiterhin ihrer Arbeit und der Betreuung ihrer Kinder. In ihrem Buch schreiben sie, dass Malia zum Abschlussball gegangen ist, in der Tat. Genau. Mit anderen Worten, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Lassen Sie uns das Szenario festlegen. Sicher. Bitte. Sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht, ein normales Leben zu führen, Kinder mit einem Sicherheitsdienst aufzunehmen, zu Übernachtungen, Geburtstagsfeiern und Fußballspielen zu gehen. Im Moment gewöhnen sich Barack und Michelle an das Leben als leere Eltern. Ihre jüngste Tochter Sasha, 23, hat vor kurzem ihr Soziologiestudium abgeschlossen, während Malia, 26, versucht, sich in der Unterhaltungsbranche einen Namen zu machen, auch wenn ihre Kinder erwachsen sind. Nehmen die Obamas weiterhin Anteil am Leben ihrer Töchter und nehmen ihre Erziehungspflichten ernst. In einem Interview mit dem People Magazine sprach Michelle darüber, dass Barack seine Aufgabe als Vater immer noch ernst nimmt, obwohl seine Kinder bereits erwachsen sind. Er ist immer noch ein normaler Elternteil, sagt sie. Sie sprach über die Sorgen, die mit dem Kinderkriegen einhergehen. Weil du diese seltsamen Panikattacken hast, weil deine Mädchen in dieser chaotischen Atmosphäre leben, hast du verrückte Ideen, die du unbedingt mit ihnen teilen willst. Denk daran, dass ihr nachts nie allein ausgehen solltet. Außerdem erzählte sie eine lustige Geschichte über Baracks beschützende Natur. Seit sie nach Kalifornien umgezogen sind, hat er Sasha und Malia zum Thema Erdbebenvorsorge geschrieben. Seit die beiden in Kalifornien wohnen, hat Barack ihnen eine E-Mail über Erdbebenvorsorge geschickt. Er schickt uns eine Menge Zeug, das wir alle lesen und darüber kichern. In den mehr als 30 Jahren ihrer Ehe haben Michelle und Barack gezeigt, dass Ehrlichkeit und Fairness die Grundlagen einer starken Verbindung sind. Sie unterstützen sich gegenseitig und stehen zueinander, auch wenn beide zugeben, dass keine Ehe perfekt ist. Doch als neue Gerüchte auftauchen, scheint ihr einst unzerstörbares Band in Gefahr zu sein und wirft Fragen über ihre gemeinsame Zukunft auf. Die Gerüchte über eine Scheidung. Laut Radar Online gibt es Gerüchte, dass Barack und Michelle Obama kurz davor stehen, die Scheidung einzureichen. Diese Scheidung wäre eine der überraschendsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika in der heutigen Zeit. Die Personen, die diese Informationen preisgegeben haben, behaupten, dass die Einzelheiten ihrer vielbeachteten Trennung bereits geklärt sind. Die Skepsis der Öffentlichkeit wurde durch die Abwesenheit von Michelle bei der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar noch verstärkt. Das Büro des ehemaligen Präsidentenpaares gab eine Erklärung ab, in der es die Teilnahme von Barack an der Veranstaltung bestätigte, aber betonte, dass Michelle nicht anwesend sein würde. Die Anwesenheit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama bei den Feierlichkeiten zur 60. Amtseinführung ist zweifelsfrei bestätigt worden. Michelle Obama, die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, werde nicht an der Amtseinführung teilnehmen, hieß es in der Erklärung. Außerdem war dies nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam einen öffentlichen Auftritt ausgelassen haben. Michelle hat die Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter Anfang des Monats wegen eines Terminkonflikts verpasst. Carter war zuvor Präsident der Vereinigten Staaten. Obwohl diese Abwesenheiten nicht immer auf ein Eheproblem hindeuten, haben sie viele Menschen dazu gebracht, an ihrer Beziehung zu zweifeln. Die bevorstehende Hochzeit der beiden ist Gegenstand zahlreicher Spekulationen und Mutmaßungen im Internet. Viele haben spekuliert, dass die ehemalige First Lady und ihr Mann sich trennen, weil sie in letzter Zeit nicht mehr zusammen gesehen wurden.
Auf der Social-Networking-Plattform X haben mehrere Nutzer ihre Meinung dazu geäußert. Eine Person schrieb, ich glaube, dass Barack und Michelle Obama kurz vor der Scheidung stehen. Die Bemerkungen einer anderen Person haben mich zu dem Schluss gebracht, dass Baracks scheinbare Unzufriedenheit mit seiner Frau mehr Aufmerksamkeit verdient. Sich trennen? Geschieden? Eine andere Person stellte eine Frage zur Einheitsfront. Die Spekulationen wurden durch Michelles Abwesenheit sowohl bei Carters Beerdigung als auch bei Trumps Amtseinführung angeheizt. Einem Experten zufolge, der Vermutungen über die Situation anstellte, gibt es Gerüchte, dass Michelle und Barack sich scheiden lassen, was erklären würde, warum sie nicht an Carters Beerdigung teilnahm und warum sie nicht bei der Amtseinführung dabei war. In einem anderen Kommentar hieß es, Michelle Obama sei entweder einer der engstirnigsten und prinzipienlosesten Menschen auf der Welt, oder sie und Barry ließen sich scheiden, sodass sie nicht zur Amtseinführung kommen könnten. Anderen Veröffentlichungen zufolge hatte Michelles Wahl eher politische oder persönliche Gründe und weniger mit ihrer Ehe zu tun. Laut der Erklärung einer Quelle auf Seite 6 fühlt sich Michelle nicht gezwungen, Trump zu unterstützen oder sich hinter ihn zu stellen. Sie war von Anfang an ehrlich und aufrichtig. Die Person, die diese Information gab, sagte, dass sie immer sehr wählerisch war, wo und wie sie auftritt. Eine andere Person sagte, es sei klar, dass Michelle Obama ihre Abwesenheit nutze, um eine ganz bestimmte politische Botschaft zu vermitteln. Sie würde nie verraten, dass sie sich bei der Beerdigung von Jimmy Carter hat scheiden lassen, auch wenn ich nichts über ihre Ehe weiß. Eine dem Paar nahestehende Quelle sagte jedoch, dass Barack und Michelle beide bereit sind, ihr Leben weiterzuleben, nachdem jemand anderes sie davon überzeugt hat, logisch zu denken und zu sagen, lasst uns hier vernünftig sein. In einem anderen Bericht heißt es, dass sie sich bereits getrennt haben und derzeit getrennt leben. Es wäre das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein lebender Präsident in eine Scheidung verwickelt ist. Einem Bericht zufolge weigerte sich Michelle, für das Präsidentenamt zu kandidieren, obwohl Barack sie intensiv dazu ermunterte. Seitdem gibt er ihr die Schuld an Trumps Erfolg. Seit dem Tag der Wahl seien sie wie Hund und Katz aufeinander losgegangen, sagte die Quelle, was wirklich giftiges Material sei. Aber es ging noch weiter. Eine zweite Person innerhalb der Gruppe sagte, Michelle sei es leid, sich für Baracks politische Karriere zu opfern. Sie hat viele ihrer Rechte aufgegeben. Es ist völlig irrational von ihm, sie aufzufordern, nach Washington zurückzukehren, nachdem sie so lange ein so hohes Maß an Gehorsam gezeigt hat. Dieselbe Quelle behauptet, die Dinge seien hitzig, dramatisch und unangenehm gewesen. In vielerlei Hinsicht war dies der letzte Strohhalm in ihrer Ehe. Ihre Ehe war jedoch nicht ohne Schwierigkeiten, auch wenn sie als Vorzeigepaar gelten. Es gab Zeiten des Zorns und der Feindseligkeit aufgrund der Schwierigkeit, Familienleben und Karriere unter einen Hut zu bringen. Michelle bemerkte, dass sie dachte, oh, das ist nicht fair, als sie die Schwierigkeiten hervorhob, die sie zu dieser Zeit hatten. Berichten zufolge ist Michelle offenbar nicht mehr zu Kompromissen bereit. Einem Insider des Senders zufolge ist sie es leid, sich ständig verbiegen und Kompromisse eingehen zu müssen. Mehrere Jahre lang hat sie Baracks Ziele über ihre eigenen gestellt. Aber diese Zeiten sind vorbei. Laut einer zweiten Person, die ihnen nahe steht, plant das Paar sorgfältig seine Trennung. Dieser Quelle zufolge haben sie gemeinsam ein Imperium aufgebaut. Und es wird schwer sein, sich davon zu trennen. Eine Analyse der Ehe der Obamas. Die Online-Zeitung Daily Mail erhielt die Ergebnisse einer Untersuchung von Präsident Obamas jüngstem öffentlichen Auftritt in Los Angeles durch die Körpersprache-Expertin Judy James. Sie stellte fest, dass Barack hinter Michelle ging, anstatt neben ihr zu stehen, und dass er in einer düsteren und distanzierten Stimmung zu sein schien. Als sie das Essen verließen, wies sie auch darauf hin, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass sie miteinander sprachen oder sich ineinander verliebten. Für die Kameras gibt es keine offensichtlichen Anzeichen von Zweisamkeit. Aber Michelle scheint in einem ruhigen und fröhlichen Zustand zu sein, als sie zum Auto geht, fuhr sie fort. Während er seiner Frau folgt, scheint Barack jedoch einen eher feierlichen oder melancholischen Gesichtsausdruck zu haben. Trotz aller Spekulationen unterstützen viele Menschen die Obamas. Während die einen die Anschuldigungen für übertrieben halten, sind sich andere sicher, dass ihre Ehe in Gefahr ist. Menschen mit gegensätzlichen Standpunkten gibt es in den sozialen Medien zuhauf. Die Journalistin Megyn Kelly erörterte das Thema in ihrem jüngsten Podcast und sprach über den Klatsch und Tratsch,
der über die Schauspielerin Jennifer Aniston im Umlauf ist, sowie über die Anschuldigungen, die über Barack und Michelle kursieren. Sie beschrieb die Ereignisse, die zu diesen Behauptungen geführt haben, im Detail und sagte, dass die Gerüchte über die Ehe der beiden anscheinend langsam an Fahrt gewinnen. Laut der Journalistin Jessica Reed Krause, die Michelles Abwesenheit bei Carters Beerdigung bemerkte, war dies eine unerwartete Entwicklung. Der Hauptgrund für die Besorgnis war jedoch die Erklärung, dass Michelle auch Trumps Amtseinführung verpassen würde, was den Eindruck verstärkte, dass sie und Barack eine angespannte Beziehung haben. Kelly erwähnte auch Meghan McCain, die ihre Gedanken zu den Anschuldigungen mitteilte. McCain behauptete laut Kelly, dass sie dasselbe von Reportern gehört habe, die ihren Job sehr ernst nehmen. Dies ist die erste Scheidung eines Präsidenten, an die ich mich in der modernen Geschichte erinnern kann, sagte Kelly. Sie fuhr fort, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn es so ist, wäre das ein politisches Erdbeben in demokratischen Kreisen, ohne die Vereinigten Staaten von Amerika auch nur zu erwähnen. Einige raten zur Vorsicht, bevor sie in einer Zeit, in der es viele Spekulationen gibt, voreilige Entscheidungen treffen. Viele glauben, dass Michelles Abwesenheit nicht auf Eheprobleme, sondern auf andere Gründe zurückzuführen ist, wie etwa persönliche Gründe oder politische Äußerungen. Angesichts der vielen Gerüchte, die im Umlauf sind viele neugierig, ob Michelle darauf reagieren wird. Doch gerade als viele Menschen glaubten, alles zu wissen, gab es eine weitere Wendung, die den Streit nur noch anheizte. Alle fragten sich, ob Michelle das Protokoll korrigierte oder nur den Verdacht auf ein Fehlverhalten schürte, nachdem ihr unerwartetes Verhalten für noch mehr Aufruhr gesorgt hatte. Was hat sie getan? Bleiben Sie ruhig sitzen, denn das, was jetzt kommt, wird Sie mit noch mehr Fragen zurücklassen, als Sie zuvor hatten. Michelle Obama teilt: Wenn ich das erwähne, denken viele Leute, ich sei gehässig. Ich war nicht in der Lage, bei meinem Ehepartner zu bleiben. Und wir sind seit 10 Jahren getrennt. Am 30. Januar 2025 schrieb Michelle Obama eine Erklärung auf Instagram, in der sie sich zu einem wichtigen Projekt und zu den aktuellen Vorwürfen bezüglich ihrer Ehe mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama äußerte. Die sentimentale Bemerkung berührte eine Reihe von Themen. Die 61-jährige ehemalige First Lady machte auf ein Projekt aufmerksam, das im Obama Presidential Center durchgeführt wird. Außerdem machte sie eine direkte Anspielung auf Barack Obama, was viele als subtile Reaktion auf die Geschichte verstanden. Seit einigen Wochen wird in den sozialen Medien und auf anderen Medienplattformen viel über den Familienstand des Paares diskutiert. Und einige Leute vermuten, dass sie sich trennen werden. Michelle kam zu dem Schluss, dass es besser wäre, eine neue Methode zu wählen, als sich diesen Behauptungen frontal zu stellen. Die Chance wurde von ihr genutzt, um die Aufmerksamkeit wieder auf die Arbeit zu lenken, die sie und Barack noch immer gemeinsam verrichten. Im Obama Presidential Center in Chicago verriet Michelle Obama in ihrem Beitrag, dass sie beabsichtigt, zu Ehren ihres verstorbenen Mannes einen Gedenkgarten anzulegen. Der Garten wird Hadia Pendleton gewidmet sein, einer talentierten Schülerin, die auf der Ehrenliste stand und leider 2013 verstarb. Nur wenige Tage nachdem sie bei den Feierlichkeiten zur zweiten Amtseinführung von Barack Obama gespielt hatte. Hadias Tod erinnerte auf erschütternde Weise an die anhaltende Problematik der Waffengewalt, insbesondere in Chicago. Und Michelle und Barack Obama haben sich während ihrer jeweiligen öffentlichen Laufbahn immer wieder zu diesem Thema geäußert. Während Michelle Hadias Andenken ehrte, indem sie die Arbeit hervorhob, die sie und Barack gemeinsam leisten, sandte sie auch eine Botschaft über die Stärke ihrer Beziehung aus, die nicht ausdrücklich gesagt wurde. Michelles Bemühen war sehr persönlich, und es gelang ihr, beide Ziele zu erreichen, indem sie die Ankündigung auf die Arbeit konzentrierte, die sie gemeinsam tun. Das Obama Center wird ihr zu Ehren einen Raum einrichten. Michelle sagte auf Instagram, sie hatte ein außergewöhnliches Licht, das nicht in Vergessenheit geraten wird, und Barack und ich freuen uns darauf, ihr Andenken durch einen eigenen Raum im Obama Presidential Center zu ehren. Ihre Kommentare, die sowohl ergreifend als auch nachdenklich waren, verdeutlichten die Bedeutung dieses Vorhabens. Was jedoch wirklich die Aufmerksamkeit vieler Menschen erregte, war die beiläufige, aber bewusste Erwähnung von Barack und mir. In Anbetracht der zahlreichen Gerüchte, die über ihre Ehe kursierten, schien es, als sei diese Aussage absichtlich gewählt worden. In gewisser Weise bestätigte sie den Gedanken, dass sie trotz der ständigen Berichte in ihrem gemeinsamen Ziel vereint bleiben.
Auch wenn Michelle ihre Botschaft bedeutungsvoll und nachdenklich gestalten wollte, stach die Tatsache, dass sie Barack erwähnte, hervor. Insbesondere angesichts der wachsenden Verdachtsmomente über ihre Beziehung. Barack wird auch in einer anderen Erklärung, die auf der Website des Obama Centers veröffentlicht wurde, als mein Ehepartner bezeichnet. Angesichts der anhaltenden Anschuldigungen, die im Umlauf sind, ist dieser Satz umso bedeutsamer. Viele andere interpretierten dies als bewusste Wortwahl, als sanfte, aber eindringliche Antwort an die Menschen, die an ihrer Beziehung zweifelten. Michelles Kommentare gingen jedoch nicht so weit. Es war eine unerwartete Entscheidung ihrerseits, ein Foto von Barack Obama auf ihrer Instagram-Story hochzuladen, was zu einem Anstieg des Misstrauens führte. Dieser ungewöhnliche Schritt sorgte für mehr Unterstützung für die Idee. Barack Obama persönlich verfasste als Reaktion auf das schreckliche Ereignis die folgende Bemerkung: Unsere Herzen brechen für die Familien, die bei dem tragischen Flugzeug- und Hubschrauberabsturz am DCA Angehörige verloren haben. Dieser Kommentar wurde in einem Posting geschrieben, das er als Reaktion auf das tragische Ereignis verfasste. Wir möchten allen, die heute trauern, unser tiefes Mitgefühl aussprechen und für sie beten. Meine Frau Michelle und ich senden unsere Gedanken und Gebete. Darüber hinaus möchten wir unsere Dankbarkeit gegenüber den Ersthelfern zum Ausdruck bringen, die trotz der unglaublich schwierigen Umstände alle Anstrengungen unternehmen, um zu helfen. Die Veröffentlichung von Baracks Brief ermöglichte es Michelle nicht nur, ihre Trauer um die von der Tragödie Betroffenen zum Ausdruck zu bringen, sondern sie bekräftigte auch auf sanfte Weise die Unterstützung der Öffentlichkeit für die von der Katastrophe Betroffenen. Es besteht Unklarheit darüber, ob dies ein gezielter Versuch war, den Scheidungsgerüchten ein Ende zu setzen, oder ob es einfach eine Akzeptanz der unglücklichen Entwicklung war. Es war schwierig, das Argument zu ignorieren, das unter der Oberfläche vorgebracht wurde, insbesondere angesichts der Relevanz des Datums des Artikels und der Betonung ihrer laufenden Zusammenarbeit. Mit ihren Erklärungen vermittelte sie eine starke Botschaft. Michelle schien die Anschuldigungen auf eine eher natürliche als künstliche Weise zu entkräften, indem sie Barack in der Öffentlichkeit als meinen Ehemann ansprach und die Tatsache betonte, dass sie weiterhin zusammenarbeiten. Es hat den Anschein, dass sie versucht hat, ihre Beziehung zueinander zu stärken, wie die Tatsache beweist, dass sie sowohl in ihrem persönlichen Beitrag als auch in der offiziellen Erklärung des Obama Centers die gleiche Sprache verwendet hat. Während viele glauben, dass dies eine echte Manifestation ihrer ewigen Verbundenheit ist, gibt es auch diejenigen, die skeptisch sind und sagen, dass es nur eine zynische Geste war, um ein geschlossenes Gesicht zu wahren. Aufgrund der Tatsache, dass ihre Beiträge auf dem Höhepunkt der Spekulationen veröffentlicht wurden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies ein Zufall war. Anstatt sich direkt mit den Anschuldigungen auseinanderzusetzen, entschied sich Michelle für eine zurückhaltende Strategie, die trotz ihrer mangelnden Sichtbarkeit erfolgreich war. Außerdem machte sie die Öffentlichkeit auf die kontinuierliche Arbeit aufmerksam, die sie und Barack gemeinsam leisten. Um zu vermeiden, dass sie in den Strudel der Gerüchte in den sozialen Medien gerät, lenkte sie das Thema auf etwas Wesentlicheres, wie ihre gemeinsamen Ziele und die Gründe, die sie weiterhin unterstützen. Ihre Erklärungen zeigten nicht nur ihr Engagement für das Gedenkprojekt, sondern vermittelten auch eine tiefe und komplexe Botschaft über die Liebe, die sie füreinander empfinden. Der Beitrag von Michelle und ihre kontinuierliche Zusammenarbeit mit Barack tragen dazu bei, die Bedeutung ihrer Beziehung zu unterstreichen, auch wenn öffentliche Personen manchmal im Mittelpunkt von Behauptungen stehen, die keine Grundlage in der Realität haben. Einfach gesagt, ist diese Idee kaum mehr als leeres Gerede, da es keine konkreten Daten gibt, die sie untermauern. Andererseits zeigen Michelle und Barack weiterhin ein gemeinsames Gesicht, wann immer sie in der Öffentlichkeit sind. Es gibt keine offizielle Bestätigung für eine Trennung oder Scheidung zwischen den beiden. Michelles Worte und Taten erwecken nicht den Eindruck, dass sie nicht mehr mit Barack zusammenlebt, sondern unterstreichen die Nähe ihrer Beziehung und ihr gemeinsames Engagement für dieselbe Sache. Durch Aktivitäten wie die gemeinsame Arbeit an Projekten, öffentliche Erklärungen oder Aktionen, die scheinbar unkompliziert, aber tatsächlich von großer Bedeutung sind, zeigt das Paar immer wieder, dass ihre Verbindung über das Aussehen hinausgeht, auch wenn es im Internet immer wieder zu Diskussionen kommt. Eines ist sicher: Michelle und Barack konzentrieren sich weiterhin auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, ihre Arbeit, ihre Prinzipien und die Wirkung, die sie gemeinsam erzielen.
Auch wenn Michelles Abwesenheit bei Trumps Amtseinführung Gerüchte über eine Scheidung aufkommen ließ, so haben die anschließenden öffentlichen Aktivitäten, die sie unternahm, das Thema in einem anderen Licht erscheinen lassen. Anstatt sich explizit mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen, hat Michelle sich für eine diplomatischere Haltung entschieden, die nicht nur ihre Beziehung zu Barack unterstreicht, sondern auch zeigt, dass sie auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Es steht außer Frage, dass Michelles Handlungen und Worte eine starke Botschaft vermitteln, unabhängig davon, ob sie beabsichtigt waren oder nicht. Sie arbeiten weiter zusammen. Ihre Beziehung ist nicht beendet. Und trotz der Berichte machen sie durch ihre gemeinsamen Bemühungen Fortschritte. Dieses Land wäre in einer weitaus besseren Lage, wenn Donald Trump nicht noch immer als Präsident amtieren würde. Es ist ganz offensichtlich, dass er überfordert ist, obwohl er mehrfach Gelegenheit hatte zu zeigen, dass er in der Lage ist, die mit dem Amt verbundenen Pflichten zu erfüllen. Die Entscheidung von Michelle Obama, nicht an der Amtseinführung von Donald Trump teilzunehmen, war nicht spontan, aber auch nicht unerwartet. Im Laufe von 8 Jahren hat sie sich für wichtige soziale Belange eingesetzt und einen hohen Standard für ihre politische Tätigkeit geschaffen. All dies hat sie erreicht, während sie ihre offiziellen Aufgaben mit Ehre und Ehrlichkeit erfüllte. Die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika war ihr Titel. Die Tatsache, dass sie an wichtigen politischen Ereignissen wie dieser Amtseinführung und der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter nicht teilgenommen hat jedoch zu zahlreichen Mutmaßungen geführt. Viele sehen in ihrer Entscheidung einen persönlichen Protest gegen Trump, während andere glauben, dass sie damit einen bedeutenden Wandel in der Art und Weise, wie sie sich an der politischen Diskussion beteiligt, vollzieht. Menschen, die ihr nahestehen, sagen, dass sie ziemlich ehrlich ist, unabhängig davon, wie man die Beweggründe für ihr Handeln einschätzt. Sie fühlt sich nicht mehr gezwungen, Traditionen zu unterstützen, mit denen sie nicht einverstanden ist. Und sie hat keine Lust, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die in direktem Widerspruch zu den Idealen stehen, die ihr wichtig sind. Im Laufe der Zeit haben sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen Donald Trump und Michelle Obama immer mehr verschärft. Diese Feindseligkeit und Feindschaft hat eine lange Geschichte. Auf dem Parteitag der Demokraten im Jahr 2020 griff sie Präsident Trump scharf an und behauptete, er sei nicht der richtige Präsident für unser Land. Sie erklärte auch, dass sie glaubt, dass er nicht gewählt werden sollte. Ihre Kritik erregte Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten, die ihr zustimmten. Diesen Standpunkt bekräftigte sie später im Zuge der Unruhen vom 6. Januar. Sie bezeichnete seine Handlungen als jugendlich und unpatriotisch und drückte ihren tiefen Hass auf seine Führung und die Unruhen aus, die von seiner Autorität ausgingen. Sie betonte auch ihre starke Abneigung gegen das Chaos. Trump, der sich nie zurücklehnt und Kritik unwidersprochen stehen lässt, antwortete mit der für ihn charakteristischen Giftigkeit. In öffentlichen Reden griff er sie regelmäßig an, nannte sie einen schlechten Menschen und eine Hasserin. Er nannte sie auch eine Hasserin. Die Tatsache, dass sie weiterhin nicht einer Meinung sind, ist ein deutlicher Hinweis auf die intellektuellen und moralischen Unterschiede, die zwischen ihnen bestehen. Es ist daher eine klare und unmissverständliche Erklärung ihrer Unfähigkeit, seine Führung in irgendeiner Weise zu akzeptieren oder zu legitimieren, dass sie sich entschieden hat, nicht an seiner Amtseinführung teilzunehmen. Michelle Obama hat wiederholt bewiesen, dass sie mehr Wert auf Ehrlichkeit als auf Verfahren legt, was sie von vielen anderen politischen Persönlichkeiten unterscheidet, die mehr Wert auf Manieren und Äußerlichkeiten legen. Sie war noch nie der Typ, der sich auf politische Spielchen einlässt oder seine wahren Gefühle durch ein falsches Lächeln und eine sinnlose Höflichkeitsmasche verbirgt. Einer ihr nahestehenden Quelle zufolge gehört sie nicht zu der Sorte Mensch, die vorgibt, glücklich zu sein, um den festgelegten Kriterien zu entsprechen. Mit ihrer Erklärung hat sie bewiesen, dass sie unerschütterlich an ihren Idealen festhält, auch wenn dies von den in der Gesellschaft vorherrschenden Normen abweicht. Sie hat beschlossen, öffentliche Auftritte bei Veranstaltungen, die sie für überflüssig hält, zu vermeiden und sich nur dann an die Öffentlichkeit zu wenden, wenn sie sich für Themen einsetzt, die sie unterstützt. Diese Entscheidung wurde aufgrund der Tatsache getroffen, dass sie bereits 8 Jahre Erfahrung mit Auftritten im Rampenlicht hat. Darüber hinaus vermittelt diese Entscheidung eine wichtige Botschaft an den Rest der Welt, nämlich dass die Teilnahme an politischen Veranstaltungen mehr erfordert als nur das Festhalten an der Tradition.
Die wahren Überzeugungen einer Person sollten sich in ihrer Darstellung widerspiegeln. Ein weiteres Indiz für eine bedeutendere Verschiebung der Position von Michelle Obama in den Augen der Bevölkerung ist die Tatsache, dass sie nicht zur Amtseinführung von Donald Trump erschienen ist. Sie sucht ihre Berühmtheit nicht mehr nur aus politischen Gründen, obwohl sie weiterhin eine bekannte Stimme ist, die sich vor allem für soziale Gerechtigkeit, Gesundheit und Bildung einsetzt. Ihre Entscheidung, der Veranstaltung fernzubleiben, ist an und für sich schon eine Proklamation und erinnert an ihre Unzufriedenheit mit Trumps Führungsstil und ihre Abneigung, ihn durch eine feierliche Teilnahme zu unterstützen. Andere sehen darin eine Weiterentwicklung ihres öffentlichen Charakters, bei der sie mehr Wert auf authentische Handlungen als auf rein symbolische Gesten legt. Was ihr öffentliches Auftreten betrifft, so sehen manche darin einen gewagten Akt der Rebellion, andere wiederum eine Weiterentwicklung ihres Charakters. Mit ihrer Entscheidung, nicht an der Amtseinführung von Donald Trump teilzunehmen, zu der sie erwartet wurde, konnte Michelle Obama eine deutliche Botschaft senden, ohne den Mund zu öffnen. Ihr Verhalten wirft Fragen über die Vorstellung auf, dass politische Etikette Vorrang vor persönlicher Integrität haben sollte, und ist repräsentativ für einen zunehmenden Trend bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihren eigenen Prinzipien Vorrang vor den allgemein akzeptierten Konventionen einräumen. Ihre Fans sahen in ihrer Abwesenheit eine aufrichtige Geste, die zeigte, dass sie zögerte, einen Führer zu unterstützen, mit dessen Prinzipien und Handlungen sie wirklich nicht einverstanden war. Es ist möglich, dass einige Menschen ihre Abwesenheit als respektlos empfinden. Diejenigen, die sie verehren, sehen darin jedoch eine echte Darstellung ihrer Person. Die Schlussfolgerung, die aus ihrer Entscheidung gezogen werden kann, ist, dass das Festhalten an politischen Traditionen eher eine Wahl als eine Verpflichtung sein sollte, insbesondere in Situationen, in denen diese Traditionen in direktem Gegensatz zu den stark vertretenen Werten einer Person stehen. Einfach ausgedrückt, Michelle Obamas Entscheidung, nicht an der Amtseinführung von Donald Trump teilzunehmen, ist nur ein weiteres Beispiel für ihr Engagement, die Prinzipien und Überzeugungen, die ihr wichtig sind, aufrecht zu erhalten. Der Stil von Michelle Obama war noch nie einer, der sich um des Aussehens willen ändert. Die Tatsache, dass Michelle Obama immer Prinzipien über Verfahren stellen wird, ist an und für sich schon eine starke Botschaft, die keiner weiteren Erklärung bedarf. Unabhängig davon, ob ihre Entscheidung weiterhin für Diskussionen sorgen wird oder nicht, kann man eines mit absoluter Sicherheit sagen: Sie wird immer das Prinzip über die Tradition stellen. Lassen Sie uns Barack und Michelle bei diesem bedeutenden Lebenswandel Liebe und Unterstützung geben. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu drücken, zu liken und zu abonnieren, um weitere Updates zu erhalten. Klicken Sie jetzt auf das Video auf Ihrem Bildschirm, um weitere aktuelle Nachrichten zu hören.